Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen schon wieder zu einem neuen News-Video. Momentan ist wirklich sehr, sehr viel los. Ich komme hier kaum hinterher mit News und ja, diese News hier ist, nun ja, wahrscheinlich für einige von euch besonders gravierend, für andere vielleicht nicht so unbedingt so gravierend, aber selbst wenn ihr über 18 seid, dürfte euch interessieren, dass ab sofort Porno-Websites, beziehungsweise nicht ab sofort, aber man versucht es zu erzwingen, dass Porno-Websites nur noch als Nutzer mit einem Alter von 18 Jahren oder älter besucht werden dürfen. Und das führt einige sehr gravierende Änderungen mit, die nicht unbedingt nur für unter 18-Jährige relevant sind, beziehungsweise vor allem nicht für unter 18-Jährige relevant sind, weswegen ich die hier mal ganz kurz ein bisschen klarstellen möchte. Wieder mal, wie immer, die Motivation hinten dran könnte man zumindest als gute Motivation verstehen. Ich verstehe durchaus, dass unter 18-Jährige vielleicht nicht unbedingt irgendwelche, gewissen Pornos angucken sollten oder generell keine angucken sollten, aber es führt leider sehr, sehr viel mit sich und das wollen wir uns, wie gesagt, kurz angucken. Der aktuelle Stand ist folgendes: Der Jugendschutz soll natürlich erzwungen werden, weil er einfach nicht wirksam ist, denn ja, ein kleiner Button, auf dem steht, ich bin über 18 Jahre, der ist jetzt nicht unbedingt so sinnvoll, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, da kann man auch draufklicken, wenn man unter 18 ist. Das ist durchaus möglich. Und deswegen will der Medienaufseher Tobias Schmidt hier erzwingen, dass ein rechtlich wirksamer Jugendschutz auch eingebaut wird in diese Websites. Und tatsächlich hat er schon die erste Abmahnung gegen eine Porno-Webseite mit Sitz in Zypern gestartet. Das heißt, der Brief ist raus und der ist wahrscheinlich auch schon angekommen. Die haben bislang allerdings noch nicht reagiert. Ihr seht, News sind halt brandaktuelle Themen. Ja, ich kann euch nicht mehr sagen, als das, was da tatsächlich auch passiert. Ich würde euch tatsächlich auch das Video von der Tagesschau empfehlen. Allerdings sind dort einige Dinge nicht ganz klar. Es ist natürlich einfach nur zusammengefasst, was passiert, aber die Informatiker-Sicht, beziehungsweise was das alles mit sich führt, die fehlt den armen Menschen von der Tagesschau natürlich. Und zwar hat das einige kleine Geschmäckle, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zwar wollen wir jetzt erstmal kurz angucken, wie man denn eigentlich verifiziert werden kann. Man kann das Ganze mit seinem Perso machen, mit jeweils einem Selfie, einer Webcam, einem EID-Verfahren, einem Postident-Verfahren, Giropay, Kreditkarte. All diese Funktionen sind wirklich dazu da, um eure Identität nachzuweisen und dementsprechend natürlich auch eure Identität festzuhalten und zu sagen, ihr seid über 18 Jahre. Das ist durchaus sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel also ich habe mich zum Beispiel bei mehreren Bitcoin-Dingern registriert, da muss man auch so ein Verfahren machen, da geht es jetzt weniger ums Alter, sondern einfach nur um die Identität, dass man weiß, wer da gerade irgendwelche Kryptowährungen gekauft hat. Und das ist natürlich ein großer Punkt, wenn ihr das Ganze dann konsumiert. Denn ja, im Endeffekt seid ihr danach als Konsument von Pornografie, auch wenn ihr über 18 seid oder gerade dann, wenn ihr über 18 seid, ein gläserner Konsument. Denn es ist nicht mehr möglich, diese Identifikation ohne einen Namen durchzuführen. Auf dem Perso steht euer Name drauf, auf dem Postident-Verfahren steht eure Adresse drauf. Giropay, ID und Kreditkarte sind jeweils auf eurer Adresse hinterlegt, wo natürlich auch euer Name dazugehört. Und es ist auch nicht mehr möglich, irgendwie Pornografie in einem anonymen Fenster oder so zu konsumieren, denn ihr habt ja dann wirklich die Pflicht, euch anzumelden. Ihr müsst euch anmelden, ansonsten ist diese Webseite für euch gesperrt. Denn wenn ihr euch nicht anmelden müsst, dann habt ihr auch keine Möglichkeit oder dann seid ihr auch nicht mehr verpflichtet, euren Namen anzugeben. Sprich, ihr seid nur noch in der Lage, Pornos zu konsumieren, indem ihr euch anmeldet. Und das widerspricht so ziemlich allem, was man so gelernt hat als, ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. Genau. Aber ja, das Problem ist natürlich, warum wird das eigentlich jetzt erzwungen? Ist das wirklich Jugendschutz oder sind es doch andere Gründe? Da will ich euch mal drüber philosophieren lassen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Video ist allerdings noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Denn was noch viel schlimmer ist, und das ist jetzt der Punkt, wo ich wirklich sagen muss, das ist wirklich ein Problem, denn man möchte natürlich diesen Jugendschutz auch bei .com-Domains erzwingen, weil .de-Pornoseiten einfach verdammt selten sind, weil es einfach keinen Sinn macht, weil, die Handlung ist halt nicht unbedingt relevant und deswegen ist die Sprache auch meistens eher nicht relevant. Deswegen möchte man auch ganz gerne das Ganze bei .com-Domains durchsetzen oder bei allen Domains durchsetzen am liebsten. Was Folgendes mit sich führen soll. Das ist der Plan, den sie gerade haben und den finde ich tatsächlich sehr erschreckend. Wir wollen uns das mal ganz kurz angucken. Und zwar, als allererstes werden diese Domains angeschrieben, abgemahnt von einem gewissen Herrn Schmidt, ja, den ich euch schon vorgestellt habe. Das ist schon passiert. Also das heißt, man schickt Abmahnungen an ausländische Betreiber. Und
falls die nicht reagieren, weil sie sind rechtlich nicht dazu verpflichtet zu reagieren, weil es ist dann ein deutsches Gesetz, beziehungsweise ein von mir aus anderes Gesetz aus einem anderen Land, aber vielleicht nicht aus dem Land, wo die Porno-Webseite ansässig ist. Und das bedeutet, sie müssen rein rechtlich gesehen nicht darauf reagieren. Das ist denen freigestellt, ob sie den Jugendschutz ernst nehmen wollen oder nicht. Und wenn sie nicht reagieren, das heißt, wenn sie dieses Identifikationsverfahren nicht nutzen wollen, weil es natürlich quasi 99% aller Konsumenten abschrecken würde, ja, weil die einen von mir aus unter 18 sind, aber die anderen sind über 18, wollen aber ihren Namen da nicht registrieren, weil sie vielleicht Frauen, Kinder haben oder sowas. Deswegen wollen die das vielleicht nicht einbauen. Und wenn sie es nicht einbauen, dann möchte man tatsächlich hergehen und bei deutschen Gerichten Klage einlegen und anschließend eine Sperrung bei den Internetbetreibern hervorrufen. Also zum Beispiel die Telekom sagt dann einfach, ja, hey, der möchte gerade Pornos auf, was weiß ich, xy.z.xxx gucken, ja, und dann wird diese Webseite einfach komplett blockiert. Das heißt, euer Internetbetreiber liefert euch diese Webseite nicht mehr aus, egal ob ihr über 18 seid oder unter 18. Und das ist meiner Meinung nach ein ziemlicher Eingriff in alles, was wir kennen, in das neutrale Internet. Das ist mir jetzt völlig egal, ob das Porno-Webseiten sind, aber allein nur die Idee, dass Internetbetreiber eine Webseite sperren könnten, die eigentlich rechtlich durchaus okay ist. Weil, ich meine, es ist ja legal in Deutschland, Pornos zu konsumieren. Allein die Idee, eine Webseite sperren zu lassen, das geht mit einem freien Internet überhaupt nicht mehr. Ja, und da muss ich natürlich sagen, sorry, aber wer hat sich eigentlich den Scheißdreck ausgedacht? Das ist ein bisschen fatal. Soweit sind wir zum Glück natürlich noch nicht. Die warten aktuell noch auf die Antwort von den ausländischen Betreibern. Und dann ist natürlich noch nicht klar, ob die Gerichte überhaupt sowas akzeptieren würden oder ob die nicht sagen, hey, nein, kannst du nicht machen, das funktioniert nicht. Da sind wir natürlich dann wieder von den Gerichten abhängig. Aber ich wollte euch durchaus mal informieren darüber, dass auch sowas aktuell tatsächlich zur Debatte steht. Und ich verstehe nicht, warum. Ja, schreibt mir bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Das ist ein kleines bisschen biased geworden, das Video, aber ich denke, das ist hier auch durchaus berechtigt, weil, ja, mein Bias ist, glaube ich, belegt nicht auf Pornokonsumentennutzung, sondern einfach auf einem freien Internet, das einfach langsam, aber sicher zugrunde geht. Ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.